Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Hör mal, was kostet denn eigentlich so ein E2-Visum? Die Frage, die stellt ihr ja ständig, aber ich muss ehrlich sagen, das ist die falsche Frage, denn die richtige Frage ist... Hör mal, was muss denn das Business erwirtschaften, damit ich in den USA leben kann? Und darüber reden wir heute mal mit ganz konkreten Zahlen. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, Kinders, es ist tatsächlich so, ne? Also die Kosten des E2-Visums, die gibt es ja in den anderen Videos mal. Vielleicht mache ich noch mal so eine Aufschlüsselung darüber, aber ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Also das ist ja nicht nur das Invest, was ihr machen müsst hier, sondern die Frage ist ja tatsächlich, wenn ihr hier ein Business habt, was muss ich denn eigentlich verdienen oder was muss das Business denn drehen, was ich mir auch nehmen kann, damit ich hier leben kann. Und darum hatten wir eigentlich mal die Idee, so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu sagen, ey, es reicht nicht, wenn deine Firma 20.000, 30.000 Gewinn macht und du dir ein bisschen Gehalt auszahlst, ne? Denn das geht schon mit dem Haus los, mit Haus, mit Versicherung, mit Utility und Co. Und darum wollen wir heute mal ganz konkrete Zahlen nennen. Ja, auf jeden Fall wollten wir euch zeigen, dass das Leben in den USA ganz schön teuer sein kann und schlüsseln das ein bisschen auf, wo wir so die kleinen Kostenfallen sehen, die ihr wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm habt. Also jetzt muss ich muss direkt einschreiten hier, denn wir reden natürlich nicht über die USA, sondern das, was wir euch sagen, das sind unsere Kosten, die wir ungefähr haben. Jetzt habt ihr vielleicht einen anderen Lebensstil, ne? Ihr habt vielleicht keine 2 Kinder, ihr habt vielleicht 3 Kinder, 4 Kinder, 5 Kinder, vielleicht habt ihr nur ein Kind oder ihr seid einfach ein Couple. Also das kann man nicht pauschalisieren. Also das, was wir euch sagen, das ist unsere persönliche Erfahrung und das sind unsere konkreten Zahlen, die wir haben und das solltet ihr wissen. Aber nochmal, jeder braucht genau diese Sachen und das ist... Ja, klar. Also insofern sind das Dinge, die hier, egal ob Couple oder ob Family of 6, ihr braucht alle ein Haus. Ihr braucht ein Haus oder eine Wohnung? Oder ein Dach über dem Kopf. Dach, also Zelt reicht doch, oder? Zelt reicht. Was denn? Komm, die Hälfte unserer Zuschauer sind doch so RV-Fans, ne? Also ihr habt doch immer so ein Wohnmobil hier, ne? Aber das reicht natürlich nicht zum Leben. Also da hat sie schon recht. Also alles, was wir euch sagen, das braucht ihr sowieso hier. Ja. Und da ist es völlig egal, ob ihr Single seid oder Family of 6, wie du sagtest, ne? Ja, genau. Also lass mal gucken. Also was bezahlen wir im Haus hier Miete? Also in Austin, Texas, in den Vororten oder in diesen Stadtvierteln, wo wir leben, kannst du alles zwischen $2.500 bis hin zu $6.000 im Monat Miete bezahlen. Und da sprechen wir nicht über Luxuswohnen, sondern normales Haus. Normales Wohnen. Also Luxuswohnen fängt dann irgendwann an bei 10.000 und geht hin bis 40.000, 50.000 im Monat. Das ist alles möglich hier in Austin. Und die Frage, die kam ja auch ganz oft so, ja, warum mietet ihr denn und warum kauft ihr nicht? Ne, das hat verschiedene Gründe. Ne? Erstens, wenn ihr auswandert, seid ihr in einer Gegend, wo ihr noch nicht zu Hause seid. Ne? Ihr zieht also irgendwo hin, wo ihr vielleicht gar nicht wisst, ist das wirklich geil hier? Ne? Sondern ihr wart vielleicht 2, 3 Mal hier und habt euch das angeguckt. Und darum finde ich, ist Mieten immer sicherer. Und Mieten, du kannst halt, da kriegst Jahresmietverträge oder was, du kannst schnell wieder wechseln. Ne? Wenn du aber ein Haus hier kaufst, also wenn du das natürlich bar bezahlst, ist das alles gut. Ne? Das wage ich zu bezweifeln bei den meisten Menschen auf dieser Welt. Ne? Denn das kostet hier, also die Gegend würde ich sagen, irgendwas zwischen 700 und 1,5 Millionen ist hier. So, und dann ist dein Geld einfach auch weg, ne, wenn das bezahlt ist, also wenn das gekauft ist. Ne. Darum wirst du ja wahrscheinlich eine Mortgage aufnehmen, also einen Kredit. Das Problem ist, du kriegst vielleicht nicht sofort einen Kredit, wenn du hier hinwanderst. Ne. Oder du findest eine Bank, die das trotzdem macht. Egal, auf jeden Fall hast du trotzdem eine monatliche Kosten hier. Und die Mortgage ist ähnlich gleich der Miete, würde ich sagen. Und dazu kommt die Property Tax, die du sowieso bezahlen musst. Ja, und das ist auch mitunter, je nachdem, wo du wohnst, zwischen 1.000 und 2.000 im Monat. Dazu kommt hohe Kosten, die musst du auch bezahlen, wenn du ein Haus hast. Also es ist schon komfortabler hier zu mieten. Es ist komfortabler zu mieten, weil du kannst auch jemanden anrufen, wenn hier irgendwas nicht stimmt und dann kümmert sich der Vermieter drum. Also für uns hat das nur Vorteile, weil wir keinen Vorteil bekommen durch ein Haus besitzen. Ganz im Gegenteil, wir würden mit den ganzen Drumherum-Kosten so viel mehr bezahlen. Ja, genau. Klar, du schaffst natürlich einen Wert dadurch, ne? Irgendwie, wenn du ein Haus kaufst. Ne? Aber da mache ich mal anderes. Aber das war gar nicht unser Thema heute. Ne? Unser Thema war heute, was kostet hier? Also du brauchst auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf und da kannst du rechnen irgendwas zwischen 2.500 und 6.000, je nachdem, was deine, also hier in Austin, ne? So ist das nun mal. Ne? So, ich weiß, ihr seid ja schlau, ihr geht auf Zillow und guckt mal nach, so, und dann findet ihr auch Mieten so 1,5, 1,2. Ne? Aber da willst du nicht wohnen. Und glaub mir, da willst du nicht wohnen als Deutscher.
Lass das sein, wirklich. Ja. Das ist also klar. So, da kommt aber noch mehr zu. Selbst wenn du mietest, brauchst du eine Versicherung. Absolut. Ohne die Versicherung bekommst du nämlich keinen Mietvertrag. Du musst das Haus gegen Schäden versichern. Ganz normal. Haushaftpflicht, also Hausrat. Hausrat. Nicht Hausrat, was ist das? Haushaftpflicht irgendwie. Haushaftpflicht. Ja. Gibt es in Deutschland auch. Wir zahlen hier 299 US-Dollar im Jahr. Genau. Und dann kommen noch die ganzen Utilities, weil du möchtest natürlich auch dann, dass dein Müll weggeräumt wird, du möchtest Wasser haben, du möchtest Strom haben. Ja, da kommst du gar nicht drum rum. Also ja. das ist jetzt keine, kann ich vielleicht mal machen, ne, sondern du musst die Stadtwerke hier bezahlen. So, und da hast du recht, da ist das Abwasser mit drin, was du natürlich auch als Mieter zahlen musst. Du hast ja Nebenkosten auch in Deutschland. Ne? Ja. Da hast die Müllabfuhr da drin, ne, und sowas. Und momentan zahlen wir im Monat 138 US-Dollar. Dazu kommt Strom und Gas. Das heißt, Genau. roundabout würde ich sagen, mit Strom und Gas sind wir bei ungefähr 400 Dollar Ja, Nebenkosten. Strom ist momentan sehr teuer, weil halt sehr warm ist. Ne? Und ihr wisst ja, die Klimaanlage hier, die sind auch nicht ohne. Ne? Und ich muss einmal gucken, was mein Hund da hinten macht. Also das ist nicht mein Hund, unser Gasthund. Und der schnüffelt da rum und macht komische Dinge. Okay, ich habe ihn im Blick. Also, da kommst du nicht mehr rum. Also Strom ist im Sommer sehr teuer, im Winter sehr billig. Momentan hat die Tina recht, sind wir für Strom und Gas zusammen bei 400 Tacken. Ne? Mit den Utilities. Nee, leider nicht. Also meine Stromrechnung jetzt war 330 US-Dollar, ne? Und Gas ist hier 38 US-Dollar, ne? Also bist du ungefähr bei 400. Das ist nicht immer so, das ist nur im Sommer so. Und Utilities kosten 138. Aber das ist nur der Peak gewesen. Ja, habe ich ja gesagt. Ja. Okay, dann was brauchst du als nächstes? In Amerika öffentliche Verkehrsmittel, wenn du nicht gerade in New York lebst oder in also wenn du nicht gerade in New York lebst, dann brauchst du auf jeden Fall ein Auto. Ohne Auto geht hier gar nichts. Und komfortabler, wenn du eine Familie hast, sind 2 Autos. Ja. Die brauchst du schon. Alles andere ist dann Luxus. Ich würde sagen, 2 Autos, das ist schon etwas, was du hier brauchst. Die müssen versichert werden. Vor allem müssen die auch gekauft werden. Die müssen gekauft werden oder geleast werden. Die müssen versichert werden. Du hast Gas, was hier die wenigsten Kosten sind. Naja. Du hast Reparaturen bei den Autos hier und State Inspections, Ölwechsel, den ganzen Driss. Und Ölwechsel ist echt oft. Ölwechsel ist oft, weil du halt sehr viel fährst hier. Ne? Also du hast hier ja ganz andere Meilenverbrauch als in Deutschland. Ne? Aber ich kann, weil die Fragen kommt hier immer, was zahlt ihr an Autoversicherung? Ne? Also hier ist das, in den USA ist das so, dass du pro Person und Auto bezahlst. Also das gibt natürlich auch Versicherungen, die machen das anders. Ne? Die haben dann aber meine Versicherung und auch die, wo wir davor waren. Pro Auto, pro Fahrer, der muss eingetragen sein. Denn wenn der Kopf nicht anhält, will der natürlich den Versicherungsschein sehen mit dem Namen drauf. Und darum zahlst du hier pro Person und pro Auto. Und wir zahlen aktuell knapp unter 300 US-Dollar im Monat für 2 Autos und 4 Fahrer. Wir bekommen aber auch Rabatte dadurch, dass zum Beispiel die Töchter gut in der Schule sind. Da gibt es einen Rabatt für. Ja, das ist wichtig. Also du musstest irgendwie dieses Transkript der Schule hochladen. Ne? Und wenn die gut sind, also lauern die Fee. Ne? Und die Anna kriegt natürlich einen besseren Rabatt, weil die aufs College geht und nicht das ganze Jahr das Auto hat hier. Ne? So, das ist so. Ne? Dann nächster Punkt. Wenn wir hier leben, wollen wir natürlich alle essen. Ne? Nein. Nein, von Luft und Liebe. Ja, Luft und Liebe, das reicht völlig. Ja. Lebensmittel. Lebensmittel. Es gibt eine Besonderheit bei den Lebensmitteln in den USA. Und zwar zahlst du auf Grundnahrungsmittel keine Steuern. Ist das USA bei oder ist das nur Texas? Gute Frage. Darüber werden wir nachdenken. Auf jeden Fall hier in Texas und ich glaube in Florida ist das auch, zahlst du auf Lebensmittel, auf Grundlebensmittel keine Steuern. Also Bier, Wein. Da zahlst du dann ein bisschen mehr Verdammt. drauf. Aber Lebensmittel sind gerade, wenn du umziehst und frisch hier hinkommst, so war es auf jeden Fall bei uns, zahlst du extrem viel für die Lebensmittel, weil du willst diesen ganzen Driss alles ausprobieren. Alles, was die haben, die verrückten Sachen, ob es Dill-Popcorn ist oder Sprühkäse oder keine Ahnung. Doch, am Anfang probierst du halt alles aus und deswegen sind die Lebensmittelpreise ganz am Anfang besonders hoch. Das stimmt, aber es geht schnell. Also das hat 6 Monate gedauert bei uns, dann haben wir uns so eingependelt. Ne? Und mittlerweile würde ich sagen, geben wir nicht mehr viel mehr als in Deutschland damals aus. Das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Ja, klar, wir bezahlen für Mineralwasser sehr viel, habt ihr ja bestimmt in einem der letzten Videos gesehen. Aber im Grunde genommen, das gleicht sich unterm Strich wieder aus. Also das ist was ich nicht verstehe. Ne? Es gibt ja viele Kommentare von euch, ne? Oder von der Community, ne? Die das sehen, sagen, ja, aber dann die Lebensmittelpreise. Ne? Wo ich denke so, ja,
die mögen teurer sein, aber die mögen nur dann teurer sein, wenn du den ganzen Quatsch kaufst. Wenn du also genau das kaufen willst, was du auch in Deutschland hast, wie Tina sagte, mit Sprudelwasser, und wenn du also deine deutschen Gewohnheiten mit in die USA transportierst und versuchst, die gleichen Sachen hier zu kriegen, natürlich ist das dann teurer. Aber wenn du dich hier eingewöhnst und integriert bist und auch die Essensgewohnheiten der Leute hier annimmst, also damit meine ich jetzt nicht nur Burger und Steak, ne, dann glaube ich, ist das tatsächlich hier anders. Und ich habe noch eine andere Theorie. Und zwar, wenn du hier die ganzen Sachen, die Fertigsachen alle kaufst, dann bezahlst du ein Heidengeld dafür. Ja. Und wenn du allerdings deine guten Tugenden, die wir noch alle aus Deutschland haben, selber kochen, gesundes, saisonales Gemüse kaufen, dann sparen wir natürlich extremst viel Geld hier. Also ich finde auch, also so Bananen, das ist alles viel billiger als in Deutschland. Günstiger, selbst Eierpreise, ich weiß nicht, was ihr mit euren Eierpreisen habt, sind viel billiger als in Deutschland hier. Also wenn du weißt wo. Wenn du weißt wo, ja, na klar. Ja. Aber das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. Ne? Lebensmittel gehören dazu. Das heißt, das kommt in eure Kalkulationen rein. Und dann wollt ihr natürlich auch Internet haben und Cell, also Handy sagt man in Deutschland. Ne? Handy sagt man hier übrigens nicht. Das ist hier das Cellphone. Ne? Ein Handy ist hier der Handyman, das ist der Handwerker. Festnetz gibt es hier nicht. Also gibt es schon, aber ich wüsste nicht, wer das hat. Ich auch nicht, keine Ahnung. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Line. Ihr braucht eine Line. Und ihr braucht Unlimited Data. Was eigentlich Standard hier ist. Ist Standard, ja. Hier gibt es keine Datenpakete, ne? Die meisten haben hier Unlimited. Wir sind bei T-Mobile, ne? Und da gibt es Unlimited auch im Ausland. Ne? Also selbst wenn wir nach Deutschland fliegen, haben wir Unlimited Data, ohne dass ich einen Datenpass kaufen muss. Ne? Das braucht ihr aber auch. So, und für 4 Lines zahlen wir gerade 178 US-Dollar. Da sind aber auch die Smartphones. Da sind die, ja, also wir haben alle natürlich dann Phones, die kriegst du ja dann gesponsert, ne? Da sind die Kosten dann mit drin. Ne? So, genau. Und wenn du dann dein Internet hast und zu Hause streamen kannst, kommen die Streamingkosten dazu. Und das ist nicht ohne. Und das ist nicht ohne, weil du streamst hier so viele mehr Anbieter, als du es in Deutschland gemacht hast. Ja, gut, es gibt hier keine GEZ, Dankeschön dafür. Aber wenn du hier reguläres Fernsehen wie Fox, ABC und die ganzen, wie heißen sie noch alle, sehen möchtest, zahlst du auch richtig viel Geld dafür. Ja, so normales Fernsehen, also wenn ihr das so haben wollt wie in Deutschland, ne, dass man so durchschalten kann, ne, und euch anguckt, was kommt, ne, dann müsst ihr schon mal so 70 bis 80 Dollar im Monat nur für das Live-TV rechnen. Ne? Klar, gibt auch Anbieter, die haben dann weniger Kanäle oder sowas. Ne? Aber ich würde mal sagen, Live-TV mit Sportkanälen, ne, mit so ein paar Streaming-Diensten, die so üblich sind, so Hulu, HBO Max, Amazon Prime und Netflix. Und, also rechnet mal mit 100 bis 130 Dollar, das ist schon dabei. Ich auch ne? sagen. Das kommt so ungefähr. Allerdings, ne, wer guckt denn heute noch Live-TV? Also wenn er darauf verzichtet. Sport? Wenn du darauf verzichten kannst, ja, dann bist du wesentlich günstiger, aber immer noch teurer als in Deutschland mit der GEZ, weil Privatkanäle und so weiter sind ja alle quasi kostenlos. Und Streaming, ja gut, Amazon, was streamst du noch? Netflix, aber in Deutschland, dann gibt es noch, wie hieß das denn? Premiere? Nee, wie heißt das denn? Sky. Sky, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Ne? Okay, also das ist unterm Strich vielleicht ein bisschen teurer. Was viel teurer ist hier, sind Kosmetika. Boah, Deo, Hölle. Ja. Also hier, ich kaufe mir immer Sprühdeo ohne Aluminium, ne? Da gucke ich immer eigentlich drauf. Ne? So ein Sprühdeo an sich, ne, ist schon so teuer. Also am Anfang hatte ich immer diese Rolls hier, ne, wie von früher, ne? Weil das einfach viel günstiger war. Mittlerweile warte ich immer, manchmal kriegst du so einen Doppelpack zum Preis von einem, dann geht das. Ne? Aber Deo ist ja die Hölle. Ne? Ist die Hölle. Aber auch Shampoo und Conditioner und Duschgel und so weiter. Also diese tollen DM-Preise, oh mein Gott, ich vermisse DM. Diese tollen DM-Preise, die sind hier nicht da. Wo ist der Hund? I don't know. I don't know either. Was auf jeden Fall auch noch spielt genau da rein, teurer ist der Friseur und das Nägel machen. Habe ich jetzt, also Nägel machen ist jetzt nicht so meins, ne? Irgendwie, wenn ich Nägel mache, hole ich mir einen Clipser und dann sind die Nägel gemacht. Aber Friseur ist für mich ehrlich gesagt auch nicht teurer, weil das ist genauso wie in Deutschland auch. Ich zahle 35 US-Dollar für einen Barbershop. Ja, du bist aber auch ein Mann. Wenn wir hier unsere hübschen blonden Haare haben wollen, dann zahlen wir da um die, und bitte festhalten, 300 Dollar
für Strähnchen. Aber in Deutschland hast du auch 180 € bezahlt. Ja, 180 € ist was anderes als $300 und dann kommt da immer noch 20% Tipp drauf. Ja, das also ich tippe auch beim Friseur. Ja, deswegen, hier gehe ich deutlich weniger, lass die deutlich länger rauswachsen. Und jetzt ihr müsst jetzt kommentieren, ach Tina, sieht man gar nicht, bitte, sieht man gar nicht, deine Haare sind wunderschön. Nein, mach das nicht. Nein, bei dann zahlt das noch weniger. Nein, Quatsch. Das knüppelt schon rein. Also Kosmetik, Friseur, Nägel, das ist schon Nägel, $70. Also verrückt, bei mir $70. wachsen die von Natur. Das ist mega. Nein, also wirklich die Kosmetik, je nachdem, also Nägel mache ich auch nicht, aber die Kids, Friseur, du gehst halt hier auch zum Friseur. Ne? Und du gehst hier vor allen Dingen auch oft essen. Ja, es gab tatsächlich einen Schnitt, das ist sehr selten in Quasselrunden, aber unser Handy ist ausgegangen, unser Cellphone ist ausgegangen. Wir nehmen das hier mit einem iPhone auf übrigens. Ihr seht, wir sind professionelle YouTuber. Ja, ganz professionell. Worauf wir hinaus wollten, ist zusätzliche Kosten, ist das Essen hier. Ihr geht hier viel mehr essen als in Deutschland, weil einfach das Angebot auch da ist. Und weil es die Stimmung auch zulässt. Und du gehst halt sehr viel mehr nach draußen, in die Biergärten, auch da gibt es die ganzen Foodtrucks. Du hast einfach nach einem harten Arbeitstag auch nicht mehr zwingend die Lust, ständig zu kochen. Was nicht heißt, dass wir nicht kochen. Wir kochen super oft und sehr gesund, meistens. Aber wir gehen doch schon häufig essen. Wer kennt sie nicht? Die vitaminreiche Spaghetti Bolognese mit Parmesan. Zum Beispiel, nein. Aber essen gehen ist hier ein Posten. Und ihr dürft nicht die mindestens 20% Tipp von den schon relativ teuren Restaurantpreisen vergessen. Ja. Ja. Also ich sag mal, im Durchschnitt, wenn wir beide essen gehen, jetzt ohne Kinder oder was, und wir waren gestern Abend ja essen, ne, was auch nichts, also wir waren ein bisschen Sushi essen, ne, das war jetzt nichts Schickes, ne, das war auch eher so ein abgewrackter Sushi-Laden, ne, aber da bist du auch $80 los, ne, ja. Also klar, wir haben dann irgendwie, ich habe einen Sake getrunken, sie hat einen Wein dabei getrunken, ne, dann gab es ein bisschen Sushi und Edamame, ne, und dann hinterher noch 20% Dip drauf, bist du mit $80 bist du dabei, ne. So, und du hast gerade gesagt, Wein getrunken, Alkohol ist hier extremst teuer, wenn du ausgehst, extremst teuer, also ein Glas Wein für $15 ist keine Seltenheit, Glas Bier für 6 bis 9 oder $10, auch ganz, ganz häufig. Nix 2 € Gläschen hier. Sind dann übrigens 0,4 irgendwas Liter, ne? Also nicht 0,3 und nicht 0,5, so ein Mittelding hier, ne? Ja. Und darum machen die das Glas auch immer beim Bier, kleine Randanekdote, voll, ne? Also ihr wundert euch mal, da ist ja gar kein Schaum drauf, aber die wollen euch was Gutes, Kinders. Die wollen möglichst viel Bier für den Preis in das Glas bekommen. Das ist wirklich nett gemeint von denen, ne? Aber ihr könnt denen sagen, hör mal, kannst du ein bisschen Schaum machen, dann habt ihr das auch wie in Deutschland, ne? Also essen gehen, Posten, den würde ich auf jeden Fall, wenn ihr auswandert, mit einberechnen und seid da sehr großzügig zu euch selber. Genau, und was total unterschätzt ist, sind, wenn du hier ein bisschen Spaß haben willst und auf Veranstaltungen gehen willst, ne? Also Events, Konzerte, Sportveranstaltungen, alles. Longhorns hier, wisst ihr selber, ne? Habe ich schon ein paar Mal erzählt, die Ticketpreise sind ultra anders als in Deutschland. Absolut. Die billigsten Tickets, die ich jetzt für das kommende Spiel gefunden habe, die billigsten, wirklich, die waren $77 plus die ganzen Convenience-Kosten. Da bist du bei 80. Hast du eine Sonnenbrille? Nein, alles gut. Nein, es ist so schön hier. Also Tickets sind hier sehr teuer, Konzerte super teuer und wenn du nicht gerade einen Star hast wie Billie Eilish, die die Ticketspreise gedeckelt hat, was ich sehr geil finde, weil sonst zahlst du bei Taylor Swift Tausende von Dollars für ein Konzertticket. Also ja, das ist also also ich mache mal Fußball, könnt ihr am besten wahrscheinlich vergleichen. Da gibt es ja auch, ne, und der Austin FC spielt ja in der Major League, also erste Bundesliga vergleichbar, ne, ist nicht erste, aber ist vergleichbar so und die Tickets fangen hier bei $70 an. Ne? Also das ist anders. Also stell dir mal vor, du gehst, weiß ich nicht, Schalke Dortmund, ne, und zahlst da $70 für einen Stehplatz. Ne? Das ist unvorstellbar, ne? Aber das sind halt die Preise hier. Ja. Aber du wirst da schon früh drauf hin trainiert, weil tatsächlich für Schulveranstaltungen, Schulfootball, Highschool-Football oder Theater oder alles, was mit der Schule zu tun hat, zahlst du auch schon Eintrittspreise zwischen 3 und 10, $15 fürs Musical. Aber auch zum Beispiel, wenn unsere Tochter ist im Leichtathletik und wenn sie Wettkämpfe hat, müssen wir jetzt fürs Anfeuern Eintrittsgeld bezahlen. Ja, $5 nehmen die, ne? In Cash meistens oder hier Venmo oder was haben die da. Ne? Das finde ich aber auch okay, ne? Weil da ist eine ganze, also das ist wirklich, die fahren ganz schön auf da. Ne? Das ist mega das ist professionell begleitet, also das ist schon eine professionelle Veranstaltung in der Highschool. Ne? Aber das ist ein Kostenpunkt,
den ich in Deutschland nicht gewusst hätte, dass man für Schulveranstaltungen hier so viel Geld bezahlt. Weil die Schulveranstaltungen sind natürlich auch regelmäßig. Ne? Da kommt ja noch, also Schule kommt ja noch Schnickschnack dazu. Ne? Dann wollen die Merchen haben, ne? Also dann wollen die Schulpullover haben. Ne? Jede Highschool, auch Public Highschools, hat irgendwie so ein Logo, so ein Charakter. Ne? Und da sind die auch stolz drauf. Dann wollen die natürlich auch Klamotten davon haben. Dann wollen die mal Ausflüge mitmachen. Ne? So, dann wollen die vielleicht, weiß ich nicht, da gibt es Gruppen, die gehen dann essen, ne? Oder mal was trinken. Ne? So, und das kostet alles Geld. Ne? Das ist einfach so. Das müsst ihr schon einplanen. Ne? Und dann müsst ihr euch die Frage stellen, wenn die aus der Highschool raus sind, ne? Was wollen wir mit den Kindern machen? Also wollen wir die auf ein Private College, also was sind da an Kosten? Ne? Und das müsst ihr einkalkulieren. Ne? Also es gibt auch kostenlose Colleges hier. Ja, ne? Das Community College ist auf jeden Fall in Texas und auf jeden Fall in Austin für diejenigen kostenlos, die hier einen Highschool-Abschluss gemacht haben. Ja. Also für jeden, der einen Highschool-Abschluss... It's by law in Austin auf jeden Fall, dass du die Bildung kostenlos bekommst. Und auch die UT ist kostenlos, wenn du unter 150.000 im Jahr machst. Aber das weiß auch keiner. Ne? Für euch ist Deutschland immer so, College kostet so viel Geld, Bildung kostet Geld. Also die meisten, die zahlen hier nicht viel Geld für College, ne? Weil die das clever machen. Ne? Ja. Dass wir jetzt so viel bezahlen, liegt daran, dass wir einfach auch keine staatliche Hilfe kriegen als Deutsche. Ne? Und weil wir unclever sind. Und weil wir das System einfach auch nicht kennen. Ne? Also ich habe das System noch nicht ausdribbeln können. Ne? Die US-Amerikaner, die sind dafür fitter und darum nehmt ihr euch einen College-Counselor, der das berät und da zahlt ihr auch mal 6.000, 7.000 für, ne? Ja, richtig. Und das ist ein günstiger. Und das ist ein günstiger. Ja. Also das sind alles Kosten, die müsst ihr ein bisschen einkalkulieren. Und das war unsere Message heute. Ne? Also es reicht einfach nicht, wenn ihr ein E2-Visum habt und hier seid, weil dann geht der Spaß erst los. Ne? Denn das Geld, was ihr für das E2-Visum habt, das müsst ihr ja investieren. Da müsst ihr Arbeitsplätze von schaffen, das müsst ihr für die Firma verwenden, vielleicht für ein bisschen für euch für ein Gehalt. Ne? Aber letztendlich müsst ihr dafür sorgen, dass euer Business hier dreht, damit ihr die Kosten, die wir gerade aufgelistet haben, und das sind die Standard-Minimum-Kosten. Ne? Das ist jetzt nicht, wir fahren noch mal in Urlaub oder so oder machen mal Ausflüge. Nein, ne? gar nicht. Das sind die Standard-Minimum-Kosten. Die müsst ihr decken und das müsst ihr dringend einkalkulieren. Denn wir haben schon so viele Gespräche geführt mit Leuten, die E2 haben wollen, die ein bisschen was gespart haben, wo ich sage, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. So, ich rate jedem, der hier hinkommt, habt ein Jahr auf dem Konto, damit ihr hier leben könnt, damit ihr davon nehmen könnt. Denn bis euer Unternehmen läuft, dauert ein bisschen. Beziehungsweise bis die Kosten, die wir aufgezählt haben, bis die gedeckt sind, das dauert ein bisschen. Und deswegen nicht ein Jahr Deutschland, sondern ein Jahr Amerika. Ja, ein Jahr Amerika am Konto, na klar, ja, das meine ich. Also ein Jahr Deutschland, das, was wir hier im Jahr in Amerika raushauen, da könnten wir in Deutschland 2 von leben. Ja, wenn nicht noch mehr. Ne? Aber das, was wir hier machen, kannst du in Deutschland auch nicht machen. Darum kann man das nicht ganz vergleichen. Ne? Ich verstehe das schon. Ne? Aber die Kernmessage ist tatsächlich so, ne? Also E2, die Kosten E2 ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, du hast hier Lebenshaltungskosten, die du wahrscheinlich nicht ganz kalkulieren kannst, weil du einfach gar nicht weißt, was du hier bezahlst. Und darum macht ihr euch das schlau und guckt weiterhin die Achtermeyers, denn demnächst gibt es ein Business-Video genau zu dem Thema, was noch so alles kommt drumherum an Kosten, wenn du hier ein Business betreiben willst. Ne? Das mache ich ein andermal. Ne? Ja, wunderbar. Also insofern... Schlussworte kann ich. Schlussworte kannst du. Wobei, ich möchte gerne noch ein kleines PS dranhängen. Ein PS? Dann habe ich ein PSS. Weil mein PS ist, wir haben es jetzt live auf Kamera, dass André sagt, dass Nägel machen das Bare Minimum ist, was man braucht. Oh, wow. Jesus Christ. Ja. Gut, da bin ich aber mal mächtig reingefallen, So, wie dem auch sei, ihr müsst uns auf jeden Fall folgen hier auf diesem Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Wäre ja bescheuert, ne? Dann verpasst ihr die ganzen guten Sachen. Und ihr könnt die ganzen Streaming-Dienste jetzt ababonnieren, also die braucht ihr nicht mehr bestellen. Ihr guckt einfach nur YouTube, die Achtermeyers, das reicht. Es gibt zweimal in der Woche ein Video. Ja. Mein Gott, ey, ansonsten braucht ihr eh nicht vor der Kiste. Also in diesem Sinne, auf jetzt, steht auf, geh arbeiten. Tschüss. Bis dann, ciao.